Du möchtest gerne eigene Bücher veröffentlichen, weißt aber nicht, wie verkaufen. In diesem Video zeige ich dir ganz viele Tipps, wie du eigene Bücher verkaufen kannst und wie du das Marketing für deine Bücher dann startest. Übrigens, diese Tipps sind nicht nur für sogenannte Low-Content-Bücher, also Workbooks, Bullet Journals, Ausmalbücher und Spielebücher auf Amazon wichtig, sondern auch für jedes andere Buch, das du publizieren möchtest. Ob nun bei Amazon, bei Book on Demand oder bei jedem anderen Self-Publishing-Verlag. Wenn du nach all diesen Tipps in diesem Video vorgehst, wird dir das Marketing irgendwann ganz leicht von der Hand gehen. Denn es ist nachher immer wieder dasselbe, ob du nur einen Online-Kurs veröffentlichst oder ein Buch. Und kommen wir damit zu Tipp 1. Finde deine Nische. Egal wie toll dein Buch ist, du wirst nicht jeden davon begeistern können, sondern nur eine spitze Zielgruppe. Also finde heraus, wer sind deine Leute, wer interessiert sich für deine Bücher, für wen könnte dieses Buch ideal sein. Und du wirst genau deine Zielgruppe finden, für die du dieses Buch erstmal schreibst und auch nachher veröffentlichst. Je aussagekräftiger dein Titel ist, umso erfolgreicher wird nachher auch dein Buch werden. Du brauchst natürlich Keywörter, die in dem Buch vorkommen, schon gerade im Titel und in der Tagline, die eine Zielgruppe nachher idealerweise suchen würde. Also recherchiere doch erstmal diese Keywörter. Je witziger oder markanter oder um die Ecke gedacht so ein Titel dann sein kann, umso besser wird er. Du siehst natürlich hier dieser rote Leuchtturm. Es ist immer wieder ein aussagekräftiges Symbol, was in meinem Marketing drin vorkommt. Ich habe was Rotes an, der Leuchtturm ist rot und es geht sehr viel um diese Strahlkraft, wie ein Leuchtturm nach draußen zu gehen, für seine Zielgruppe zu strahlen. Und dafür genau ist dieses Online-Business Bullet Journal genau das Richtige. Wenn du das Buch noch nicht hast, du solltest dieses unbedingt zulegen, dann darin sind auch nochmal 365 Ideen, um täglich die richtigen Posts aufzusetzen bei Instagram und bei Facebook und natürlich deine Zielgruppe jeden Tag zu begeistern und zu erreichen und mehr Interaktion zu fördern. Darin sind 365 Beitragsideen, um täglich etwas zu wissen, was man posten soll und natürlich seine eigene Zielgruppe zu begeistern. Und natürlich ganz viel Platz, um täglich ein Leuchtturm zu werden. Dazwischen sind ein paar Kapitel für deinen Online-Business-Aufbau und für deine Sichtbarkeit mit TikTok, Instagram und so weiter. Der Leuchtturm weckt also Assoziationen und die kannst du auch mal überlegen, ob es sowas für deine Zielgruppe gibt. Punkt Nummer 3, ein kreatives Cover. Ein Cover muss auch in so klein funktionieren, denn wenn du auf Amazon einmal durchscannst, was es für Bücher auf dem Markt gibt, wirst du sicherlich nicht die erste Variante in weiß mit einem zarten rosa Strich drauf nehmen, sondern du nimmst das, was ins Auge fällt. So ein Buch fällt auch ganz, ganz klein auf, weil es zum Beispiel auch so Komplementärfarben drin hat. Rot, Grün, Blau und so weiter. So, also es fällt auf, es ist wunderschön gemacht. Du kannst deinem Covertitel mit vielen Tools wie Canva oder Midjourney oder DALL-E von ChatGPT einen neuen Look geben. Lass dir doch einfach mal ein paar Vorschläge machen. So ein Cover ist natürlich das Wichtigste und es sollte nachher nochmal richtig viel Augenmerk drauf fallen, aber irgendwann musst du einfach veröffentlichen und es wird Zeit, dein eigenes Cover zu gestalten. In meinem Kurs Low Content Studio gibt es zusätzliche Canva-Vorlagen, um solche wunderschönen Titel zu gestalten. Und natürlich viele, viele Anleitungen, um überhaupt so ein Low-Content-Buch herauszugeben oder eben ein eigenes Sach- oder Fachbuch. Punkt Nummer 4, mobilisiere deine Community. Und jetzt geht es los. Du fängst an zu posten oder hast es vielleicht schon auf dem Weg zur Erstellung deines Buches immer wieder gemacht. Du beim Schreiben, du im Café beim Schreiben, du jetzt gerade beim Cover erstellen. Wie gefällt dir mein Cover A oder B besser und so weiter. Sowas musst du täglich machen auf der Erstellung deines Buches, damit das Marketing überhaupt aufgeht. Das Ganze nennt man einen Buchlaunch. Und der fängt ab dem Tag 1 deines Schreibens an, denn es ist der Moment, wo du entscheidest, dieses Werk muss sichtbar werden. Und bitte unterschätze das nicht, sondern vergrab dich nicht 6 Monate und sag, ich habe gerade was vor, aber nicht mehr sagen was, sondern erhöhe doch die Spannung. Das Ganze sollte mindestens 6, 8 Wochen dauern. Wenn du natürlich ein Low-Content-Buch herausgibst, was am nächsten Tag schon erscheint, dann fängst du dann ab dem Moment an. Also, deine Community sollte in deinen Stories, in deinen Beiträgen, auf Social Media, ja, so verkaufen wir auch Bücher,
wissen, was sie von dir hat. Und ob du nun bei TikTok, bei LinkedIn oder was auch immer veröffentlichst, es sollte natürlich was mit deiner Zielgruppe auch wieder zu tun haben. Und du sagst, ich habe heute etwas Großartiges erstellt. Ich hatte so Bock, ein Buch zu machen. Jetzt endlich ist es draußen, das wundervolle Werk. Und hier kannst du einfach etwas Weiteres von dir zeigen, so eine andere Seite. Mit Low-Content-Büchern hast du immer noch so eine Spaßseite irgendwie dabei. Und jemand sagt, oh, die ist aber kreativ. So. Wichtig ist, dass das Ganze mit seinem Business zu tun haben sollte. Also du solltest das ja nicht total untergraben. Aber wenn du dir jetzt mit Low Content etwas Neues aufbaust, überleg doch mal, ob du ein neues Profil anlegst als Buchautorin von solchen Ausmalbüchern, aus Kinderbuchautorin oder so weiter. Also teile deiner Community mit, dass es dich gibt, dass es diese Werke gibt, dass du etwas mitgibst mit diesem Low-Content-Buch oder mit überhaupt diesem Buch. Ich glaube, jedes Buch hat ganz viel Mehrwert und was ist da der Inhalt deines Buches, das gibst du jetzt in deine Stories, in deine Beiträge und postest, was das Zeug hält. Du weißt nicht, was du posten sollst, dann weißt du ja, dass du dir dieses Bullet Journal holen kannst. Es gibt das als Hardcover oder Paperback auf Amazon. Auch dein WhatsApp-Kanal, dein Newsletter sollte von deinen Büchern erfahren, also deine ganze Community nutzen, offline und online, so wie du gerade unterwegs bist. Punkt Nummer 5. Dein Buch lebt von Rezensionen. Also wie viele Sterne hast du auf Amazon gesammelt, wie viele positive Kommentare hast du drunter. Und so lebt wie in Social Media die Interaktion von natürlich Feedback deiner Kunden. Macht nichts, wenn es mal auch eine schlechte Rezension ist, dann kannst du aus deinen Fehlern lernen und sammle einfach die besten Rezensionen ein, die du bekommen kannst. Frag alle Freunde, kannst du das mal bitte bewerten? Ich schicke dir eins und dann kann jemand das reinschreiben. Ich habe das Ganze auf einer Messe gekauft. Dieses Buch ist so wundervoll, weil so. Oder ich habe das Buch geschenkt bekommen und deswegen gebe ich jetzt meine Rezension. Auch sowas kann man ja schreiben, auch wenn man das Buch nicht eigens gekauft hat. Und je mehr Rezensionen, umso mehr rankt dein Buch, umso mehr verkaufst du. Das ist das A und O auf Amazon KDP. Wie du eigene Bücher erstellst und verkaufst, zeige ich dir in meinem Kurs Low Content Studio, passives Einkommen mit Low Content Büchern. Und es ist, wie gesagt, nicht nur für Low Content Bücher, auch für alle Arten von Büchern, die du veröffentlichen möchtest, auf zum Beispiel Amazon oder einem anderen Book-on-Demand-Verlag. Punkt Nummer 6. Nutze die Kraft der sozialen Medien. Wow, das große Hobbyhorse-Buch ist da. Und wenn auch deine Tochter Hobbyhorse macht, dann ist das genau das Richtige. Denn hier kann sie sich mit ihren Hobbyhorse-Freundinnen verknüpfen, in Kontakt bleiben und viele tolle Erlebnisse reinschreiben. So oder ähnlich könnte ein Reel aussehen, was ich auf TikTok teile. Also ein Video hochformatig, was ich über dieses Buch teile. Oder sagen, wow, das Buch ist angekommen, so mega sieht es aus und deine Tochter kann jetzt für ihr Hobbyhorsing-Hobby richtig toll mit ihren Freundinnen in Kontakt bleiben. Ich weiß das als Mutter einer 11-jährigen Tochter, die 2,5 Jahre Hobbyhorsing gemacht hat, dass es nicht viele gab. Und Kontakt zu bleiben mit einigen davon und sich auszutauschen, welches Steckenpferd aus Finnland der Ruta Renzi oder der Kalli das beste Pferd ist, das erfährst du dann in so einem Buch. Und das ist wirklich eine einzigartige Nische, dieses Hobbyhorsing. Und du kannst natürlich solche Reels, solche Videos auf TikTok machen, die auch noch bewerben und die Kraft der sozialen Medien nutzen, dass dieses Video geteilt wird. Ob die Leute nun sagen, Hobbyhorsing, was ist das denn? Das alles fördert deine Interaktion. Dann finden auf jeden Fall die richtigen Mädchen dieses Buch. Ab dafür auf TikTok für dich und dein Buch, denn dort gibt es auch eine große Nische an Leuten, die sich für Bücher interessieren. Das Ganze nennt sich dann #BookTalk. Also TikTok ist nicht nur was zum Tanzen, sondern auch sich austauschen über Bücher. Denn TikTok ist wirklich auch ein Lernkanal mit Entertainment featuring Learning, also irgendwie das zusammen
spricht eigentlich TikTok an. Ich habe damals schon 2020 mit TikTok-Tipps einen wirklichen Knaller gelandet und hatte viele virale Videos. Inzwischen ist das nicht mehr mein Hauptkanal, aber TikTok kann man super für Buchmarketing nehmen. Auch hier kann man Werbebudget auf die Videos packen, sodass du dann sozusagen mit einem Video sogar Verkäufe erzeugst. Punkt Nummer 7, erstelle eine Landingpage für dein Buch, beziehungsweise auf Amazon gibt es sogenannte A+-Inhalte. So kannst du dein Buch noch ansprechender machen, tolle Fotos einstellen, wozu man das Buch nutzt, die Features herausfügen. So, okay, das enthält 180 Seiten als Workbook, das enthält Eintragsmöglichkeiten für deinen Ablauf irgendwie im Thema Achtsamkeit. Und das ist das Buch, was du auf jeden Fall neben deinem Bett haben solltest, weil so all deine Key-Botschaften aus deinem Buch sollten hier in diese A+-Inhalte und natürlich auf eine Landingpage. Du kannst für jedes Buch eine Landingpage, eine Verkaufsseite machen und sagen, dieses Buch ist so genial, weil... das habe ich geschrieben, darum meine Story und so weiter. Ich habe eben schon von meiner Story mit meiner Tochter erzählt. Also füge doch irgendwie deine Benefits ein und kannst auch eine Verkaufsseite für jedes Buch herausgeben, was du einmal geschrieben hast. Oder eine ganze Webseite zu diesem Buch. Und jemand wird mit den Keywörtern, die er eingibt, wenn jemand irgendwie sowas Ähnliches sucht, eventuell bei dir landen. Das ist dann alles nur eine Frage des SEO-Marketings und der richtigen Begriffe auf deiner Landingpage. Warum brauchst du eine Verkaufsseite? Die brauchst du nicht idealerweise, wenn du alles auf Amazon hast, kann man da eben entscheiden, ob man mal ein Buch irgendwie von extern bewirbt. Und eine Verkaufsseite, eine Landingpage ist natürlich immer ein Heranführen an, ich möchte dieses Buch kaufen. Ich lande bei dir oder eben nicht. Das ist der Begriff einer Landingpage. Was muss auf so einer Landingpage stehen? Also wie gesagt, Bilder, die Features von so einem Buch, die Story, weshalb du das geschrieben hast und natürlich über dich und wo man es kaufen kann und immer 3 Buttons oder so, wo man das mal eben schnell erwerben kann, ohne lange darauf zu warten. Also viel Spaß beim Bau einer Verkaufsseite. Punkt Nummer 8, rühre die Werbetrommel. Du hast gerade gemerkt, dass ich ganz viele Sachen machen würde, um mein Buch zu publizieren. Also A+-Inhalte auf Amazon oder eine Landingpage oder auf meine Webseite das Buch nehmen und sagen, hier in meinem Shop, dort geht es direkt dann zum Amazon oder zum Book on Demand oder zum Etsy-Shop, wo man dieses Buch dann kaufen kann. Also wo auch immer du dein Buch veröffentlichst, es spielt keine Rolle. Es ist immer dasselbe. Zeig dein Buch als Cover, schreib drunter, warum man das buchen sollte, warum man das kaufen sollte und ein Button natürlich zum Kauf. Und dann geht es dahin, wo es das Buch gibt. Du kannst jetzt auch Werbung drauf schalten auf so eine Verkaufsseite. Jemand, der gar keine Ahnung hat, wird darauf geleitet, wird rausgefiltert aus der Werbekampagne von TikTok, von Meta, bei LinkedIn, was auch immer und landet bei dir dann auf dieser Verkaufsseite und kauft das Buch dort dann weg. Das Ganze sollte gut vorbereitet sein. Da brauchst du ein Facebook-Pixel oder ein Pixel für das Tool, was du dann benutzt, den Social-Media-Kanal. All das sollte auch in deine Datenschutzerklärung rein. Und so kannst du dann anfangen, etwas größer zu skalieren, dass das Buch nicht nur einmal verkauft wird, sondern hoffentlich 20 Mal am Tag. Auch auf Amazon direkt kannst du Werbung schalten und zwar ziemlich günstig. Das heißt, du kannst dort für wenige Euros am Tag, sagen wir 3 Euro, es erreichen, dass dein Buch vielleicht 2-mal am Tag verkauft wird. Probier es mal aus, schalte mal für 10 Tage lang etwas Werbung, 5 Euro am Tag, 3 Euro am Tag oder auch 20 Euro am Tag, um halt eben auch diese Rezensionen einzusammeln, Feedback zu steigern und dann natürlich das Buch höher zu ranken. Es bekommt einen bestimmten Bestseller-Status in einigen Kategorien und so wirst du dann einfach bekannter mit deinem Buchmarketing. Nimm deine Bücher überall mit hin, egal wohin du stehst. Ich habe zum Beispiel schon in der Hundeschule mein Maltipo-Buch hingelegt und beim Tierarzt. Ich habe diese Bücher mit auf Messen genommen, auf meine Events und so weiter. Also überall kann man diese Bücher mit dir bekommen. Und du verschenkst Bücher oder du verkaufst Bücher, während du irgendwo bist und sagst, hey, hast du Bock,
mir eine Rezension dafür zu machen und nimmst einige Bücher mit, die dich vielleicht nicht so viel kosten, denn auch die Druckkosten musst du natürlich erstmal tragen. Autorenexemplare bei Amazon, ne, solche Ausmalbücher in Schwarz-Weiß kosten mich ungefähr 2,60 €. So ein Hardcover kostet schon mal 7 €. Also das gebe ich dann natürlich nur meinen größeren Kunden umsonst mit. Aber du kannst sie ja verkaufen. Wenn du ein Event hast, stellst du einfach jemanden hin an den Stand und sagst, hier jedes Buch so und so viel und bleib einfach bei deinem Preis, den du auch im Amazon oder im anderen Markt hast. Denn es gibt so eine Art Buchpreisbindung im deutschen Markt. Also du solltest immer den gleichen Preis nehmen. Du siehst also, Buchmarketing macht Spaß und es macht Spaß, darüber zu erzählen, was du da erstellt hast. Es ist wirklich eine Leidenschaft, Bücher zu machen. Und damit du nicht nur Bücher machst und sie nicht verkaufst, hier diese Tipps. Ich hoffe, es hat dir gefallen und abonniere bitte meinen Kanal, wenn es dir gefallen hat. Denn ich freue mich so über das Wachstum hier gerade auf dem Kanal. Und wenn du mehr wissen willst, findest du mich auf meiner Webseite und mit vielen, vielen tollen Begleitern, Minikurse erstellen, Low-Content-Bücher erstellen, findest du ganz viel Unterstützung bei mir im Shop. Also viel Spaß. Sei ein Leuchtturm, kein Teelicht.